Der MMA-Sport ist eine der härtesten Sportarten, die wir weltweit haben. Er ist schön auf eine gewisse Art und Weise und er ist sehr, sehr effektiv. Man merkt einfach, dass dieser Sport irre wächst. Heute sind es 60.000 hier im Stadion. Das Ganze ist in den letzten Jahren eine Männerdomäne gewesen. Trotzdem sieht man aber einzelne Athletinnen, die nach und nach größer werden. Da bräuchte es vielleicht 1, 2 Gesichter. Gute Schlagkombination von der Lasla. Die Knie sitzen. Alina gets it done. And a new start here, Octagon has it all. From Stuttgart, a unique personality, Alina Dalaslan. Heide. Okay. Madame, let's go. Ganz locker, Hände hoch. 1, 2 Blocken, ist mir auch schon passiert. 1, 2 Blocken und dann rechter Haken, okay? Ja. Und am Schluss. Und Abholung. Es ist natürlich hart, das ist auf jeden Fall außer Frage. Es ist aber auch Leidenschaft. Es beansprucht den ganzen Körper, nicht nur den Körper, auch den Geist. Man muss auf jeden Fall mental auch stark sein. Disziplin gehört dazu, Mut gehört dazu, Wille. Also es ist eigentlich, man muss schon sehr viel mitbringen, um den Sport überhaupt machen zu können und vor allem dann auf diesem Niveau. Alina lernt sehr, sehr schnell, ist jung, hungrig. Was sagen wir noch dazu, Alina? Zerstörung halt, Leute. Alinas Motto ist immer Zerstörung. Ich musste mich auch Kaputt machen. Ich habe ja mit 16 angefangen mit Kickboxen. Da hat bei uns im KAF eine Kampfsportschule aufgemacht. Mein kleiner Bruder, der ist 5 Jahre jünger als ich. Also zu dem Zeitpunkt war der ja 11 Jahre alt oder so. Er wollte dahin, aber halt nicht alleine. Dann meinte meine Mom zu mir, hey, begleite du ihn halt, schaust dir halt auch mal an. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Sportart, die ich so aktiv ausgeübt habe. Da dachte ich mir, okay, komm, gehe ich mal hin. Und ich habe halt eine gute Grundlage mitgebracht durchs Turnen von früher. Also ich habe im Kindergartenalter angefangen mit Kunstturnen, auch auf Wettkämpfe. Ich war auch im Kader und habe da ziemlich viel gemacht. Und deswegen habe ich halt im Kickboxen mein Bein schon hochbekommen, also für die High-Kicks und so. Und auch krafttechnisch war ich natürlich gut aufgestellt durch das jahrelange Turnen. Da braucht man auch enorm viel Kraft. Und dann war der Trainer halt relativ schnell begeistert von mir und hat auch so das Potenzial in mir gesehen und meinte halt, hey, nicht nur dein Bruder soll anfangen, sondern komm du doch auch weiterhin. Und es hat mir Spaß gemacht, es war was komplett Neues. Ich hätte zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, dass ich mit Kampfsport anfange. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie nicht mochte, aber ich hatte das einfach gar nicht auf dem Schirm. Es hat sich alles so ergeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich schon irgendwie als Jugendliche gesagt habe, hey, mein größter Traum, mein größtes Ziel ist MMA-Profisportlerin zu werden. Es war einfach nicht geplant, sondern spontan, hat sich gut angefühlt, hat Spaß gemacht und das ist auch das Wichtigste. MMA ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass man Anfang der 90er Jahre wissen wollte, welche Kampfsportart ist denn jetzt eigentlich die effektivste? Man hat einen Boxer gegen einen Ringer antreten lassen, einen aus dem Taekwondo gegen einen aus dem Judo. Dann kam man zu dem Konsens, der effizienteste Kampfsport ist die Kombination aus all dem. Das heißt, ich muss im Stand kämpfen können, Knie und Ellbogen nutzen können, meinen Gegner werfen können. Und wenn ich den am Boden verhebeln kann, dann hilft das definitiv auch. Ich
bin eigentlich ziemlich selbstbewusst in den Kampf gegangen. Das war mein erster MMA-Kampf nach, ich glaube, wenn überhaupt 6 Monaten MMA-Training. Und ich hatte schon eine mega starke Gegnerin. Also die war auch ein paar Jahre älter als ich. Polizistin, Schwarzgurt, Judo, ich glaube Brown Belt, BJJ. Das war halt wirklich dieser Kontrast. Ich eigentlich reine Standkämpferin und sie eigentlich eher eine reine Bodenkämpferin. Das sind echt 2 Welten aufeinander getroffen. Wir kommen gleich in Clinch. Ja. Die Nagas kriegt die Hände hinten zu, hat den Bodylock. Oh, gute Rechte von Alina. Die Alina geht vorwärts, trifft nochmal mit links gut. Nagas sucht den Clinch, kriegt ihn. Jetzt müsste sie. Ja, genau, das muss. Jetzt ist sie auf ihrem Element. Der Kampf war sehr bezeichnend für sie, weil sie mental da erstmal damit fertig werden musste. Sie hatte diese Situation am Boden und einige Situationen im Clinch, wo ihr quasi die ganze Zeit die Hände gebunden waren. Hat sie sehr gut im Griff da. Eigentlich der Albtraum eines jeden MMA-Kämpfers. Sie hat noch Zeit. Der Referee schaut schon. So, als ich auf dem Boden lag, war meine einzigste Angst, dass der Ref zu früh abbricht. Ich habe auch zu einem Zeitpunkt den Ref kurz angeschaut und habe so ihm das Zeichen gegeben, so hey, alles gut, bitte brech nicht ab, weil natürlich, die sind auch immer auf der Lauer, das ist deren Aufgabe, den Kämpfer zu schützen und vor allem im Amateurbereich und vielleicht bei Frauen, so erster Kampf, das war für uns beide der erste MMA-Kampf, ist man vielleicht auch noch mal ein bisschen vorsichtiger, bevor was passiert, ist auch richtig so. Ich wusste, ich komme aus der Situation raus. Und sie hat jetzt, ja Rear-Naked gejobbt, hat die Hand drinnen. Das kann ziemlich frustrierend sein. Da dann trotzdem damit fertig zu werden, zeugt zumindest von einer gewissen mentalen Stärke, die es halt braucht, um potenziell auch langfristig in dem Sport erfolgreich sein zu können. 10 haben wir noch Schlagabtausch jetzt. Oh, guter Push-Spiel von Alina. Da ist der Kampf vorbei. Mein zweiter MMA-Kampf war tatsächlich direkt die Deutsche Meisterschaft bei der GEMAF. Habe in der ersten Runde durch TKO gewonnen und habe dann 2-3 Tage später einen Anruf bekommen vom Nationalteam, ob ich mit zur WM fahren will. Und so eine Chance lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Habe sofort zugesagt und gesagt, getan. Alina Dalasla! First up into the blue corner. Featherweight final from Team Germany, Alina Dalasla. Hammer. You fighters are in the final right now. I expect you know all the rules. Protect yourself all the time and listen to my commands. You can touch gloves. Let's go. Touch of gloves here. Pressure in the forward motion from Dalasla, looking to close the distance. Dalasla just goes on the front foot immediately. Es war so eine geile Erfahrung, gegen richtig gute Kämpferinnen, auch erfahrene Kämpferinnen gekämpft, verschiedene Nationalitäten. Deswegen war das halt auch gut. Hier in Deutschland gibt es ja nicht so viel, sich dann einfach international zu messen. Heavy punches. Referee jumps in to call time. Stiff jab. Da auch gut mithalten zu können, war natürlich auch noch mal ein gutes Gefühl. Nice body kick. She's hurt her. Alina swims in. Referee jumps in to save her. Team Germany has done it here in the featherweight division. Alina Dalasla gets the victory. Representing Germany, Alina Dalasla! Ich konnte es selber gar nicht realisieren, weil das einfach alles so schnell ging. Wie gesagt, ich habe vor nicht mal 2 Jahren mit dem Sport angefangen und trage jetzt einen Weltmeistertitel. Ladies and gentlemen, let's rise for national anthem of Germany. Und mit dem Gürtel nach Hause zu kommen, war natürlich auch Hammer.
Und jetzt als nächstes begrüßen wir eine Kämpferin, die 5:0 im Amateurbereich steht und vor kurzem einfach den fucking Weltmeistergürtel bei der GEMAF geholt hat. Macht bitte einen großen Applaus für Alina Dalaslan. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du auch Bock hättest, hier bei The Cage MMA zu kämpfen. Ist das richtig? Also ich bin offen für alles. Ich plane für nächstes Jahr meine Profikarriere. Bei den Amateuren haben wir alles abgeräumt. Und ja, wie gesagt, ich bin offen für alles und ich will einfach nur kämpfen. Also, was ist Barling? Habt ihr Bock, Alina hier bei The Cage MMA kämpfen zu sehen? Ich glaube, so ein Charakter wie sie braucht es in Deutschland auch. Eine Frau, die einfach vielschichtig ist, die smart ist und die du als Aushängeschild für diesen Sport halt eben nutzen kannst, weil die halt einfach, ja, glaube ich, auch mit allen Gesellschaftsebenen irgendwie harmonieren könnte. Ja, ich meine, sie selber kommt jetzt nicht unbedingt aus einem typischen Beruf, wo du die Kampfsportler drin siehst. Sie ist ja eigentlich eher in so einem Bürojob zu Hause. Ganz klassisch Buchhaltung bei Mercedes AMG. Ich habe studiert Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht mit Vertiefung Accounting und Controlling. Mit Homeoffice ist es halt möglich, dass ich hier in Balingen bin. Ich fahre einmal die Woche nach Affalterbach ins Büro. Da trainiere ich dann auch nur abends danach. Aber ansonsten ist es eigentlich gut vereinbar mit dem Homeoffice, dass ich halt eben morgens und abends trainieren kann und halt hier in Balingen bin und nicht unbedingt in Stuttgart sein muss vor Ort. Kann man aushalten. Im Sommer dann Homeoffice mit Aussicht. Das toppt sogar das AMG-Büro, obwohl es ja echt schön ist. Aber ich glaube, die Aussicht kann es auch nicht toppen. Hoch hinaus, wie die Karriere auch. Also sie ist ja eine Studierte, hat ihre Arbeit, so, und jeder, der sie kennenlernt, wird sehen, dass sie wirklich ganz normal drauf ist, höflich ist, wahrscheinlich sogar höflicher als andere Leute, bescheiden ist, alles mögliche, also volles Programm. Aber im Ring zeigt man dann doch wieder seine andere Seite und das muss man auch. So, und da kann man sagen, das schlummert schon halt in jedem, eigentlich wahrscheinlich in jedem Menschen, so eine kleine verrückte Seite, nur viele haben das halt gelernt zu unterdrücken und niemals rauszulassen. Und wir haben halt gelernt, die auszuleben im Ring. Da schützt dich keiner, außer diese eine verrückte Art und Weise. Und wenn du die nicht hast, dann bist du im Ring aufgeschmissen. Wenn du da mit rationalem Denken reingehst, da gibt es nichts Rationales daran, sich ins Gesicht schlagen zu lassen und jemand anderen zu schlagen und versuchen, ihn irgendwie, sag ich mal, mental zu brechen, dass er aufgibt oder nicht mehr möchte. Und genau, das ist jetzt so gesehen natürlich nicht normal. Die Übungen sehen nach wenig aus, aber die sind hardcore. Das sind halt so Kleinigkeiten, diese Körperspannung, was Mert auch immer sagt, aber es ist richtig gut. Jetzt geht's weiter. Eine Frau bringt dann nicht weniger Leistung. Und eine Frau muss da auch nicht irgendwie mit Samthandschuhen angefasst werden. Teils habe ich sogar als Trainer mitbekommen oder selber erlebt, dass Frauen eigentlich viel ausdauerfähiger sind. Viel eher über Schmerzpunkte gehen, wie zum Beispiel jetzt auch heute im Training mit den Halteübungen. Wenn man mal wirklich durchgefilmt hat, hat quasi fast jeder Mann einmal mindestens abgesetzt. Und wenn man bei Alina geschaut hat, war sie wirklich A, in der perfekten Form und B, nicht einmal abgesetzt. So, die sind viel mehr bereit, Schmerzen da einzugehen, um das zu erreichen, was sie halt erreichen wollen. Ich trainiere mit Männern, ich trainiere mit schwereren Leuten. Also teilweise war es im Training schon viel anstrengender als im Kampf. Aber so soll es ja auch sein. Train hard, fight easy. Natürlich macht es mit den Männern auch Spaß und die passen sich ja auch an. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein 100-Kilo-Typ kommt und dir voll die Fresse poliert. Also die passen schon auf, die nehmen Rücksicht. Aber wäre schon schön, mit Mädels zu trainieren, dass man einfach weiß, wo man steht. Frauen fühlen sich anders an, Frauen kämpfen anders. Deswegen wäre schon cool, auch eine passende Trainingspartnerin zu haben. Aber mit den Männern ist auch top, kann man trotzdem gut trainieren.
Man hat nur ein Leben. Warum soll man das mit irgendwas verschwenden, woran man keinen Spaß hat? Für wen tust du das? Im Endeffekt macht man das ja für sich selbst. Ich bin natürlich Feuer und Flamme. Erster Profikampf, hab Bock. Wie gesagt, ich bin Feuer und Flamme, mehr denn je. Jetzt wird's richtig ernst, sage ich mal. Deswegen Training, Training, Training. Besser werden und kämpfen. Sie wird topfit sein. Sie wird mental topfit sein. Wir können uns auf jeden Fall auf einen Kracher gefasst machen. Ich sehe tatsächlich kein negatives Ende. Egal wie ich das durchspiele, egal wie ich irgendwie alles durchgehe, dafür trainiert sie viel zu hart. Ich denke, das wird ein geiler Kampf, geile Bühne, 12.000 Zuschauer, Hammer-Atmosphäre, wird geisteskrank. Ja, wirklich kann man so sagen, geisteskrank, aber ich freue mich. Next up, let's welcome from Stuttgart, Iron Fist herself, Alina Dalaslan. Ja, Deutsch. Okay, dann. Nein. Ne? Okay. Okay, meinen Mund aufmachen? Musst du ein bisschen fallen auf jeden Fall noch, Ja. ne? Ganz okay. Hast du viel Gewicht gemacht? Du siehst echt trocken aus. Eigentlich gar nicht. Gar kein Gewicht. Ich war Das halt 3 ist Minuten in der Sauna. Das ist der Naturzustand? Ich habe halt ein bisschen auf Kohlenhydrate verzichtet. Okay, den Tipp muss ich mir merken auf jeden Fall. 3 Tage keine Kohlenhydrate. 3 Tage, dann meinst du, dann geht das schon? passt Okay. Wenn das so einfach wäre. Ich freue mich jetzt aufs Frühstück erstmal. Und ja, danach komme ich immer mehr so in meinen Fokus für den Kampf, aber alles ganz entspannt. Sie ist eine gute Gegnerin für mein Profidebüt. 6 Profikämpfe hat sie, 3 davon gewonnen und 3 verloren. Ich finde es auch geil, dass sie die Erfahrung hat und nicht auch irgendwie ein No-Name ist. Ich bin immer ein Fan von der Herausforderung und deswegen freue ich mich eigentlich, dass ich so jemanden bezwingen kann. Diese ganze Geschichte wie Training, Arbeitsalltag plus mediale Verpflichtungen mit Videodrehs, das alles unter einen Hut zu kriegen bei einem ersten Profikampf, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, sie war selbst davon überrascht, wie viele Leute sich für sie interessieren. We are ready to start Octagon 68 back in Stuttgart. First, I want to point on only one girl's fight because Alina Dalaslan is a really special girl. From Stuttgart, a unique personality, looks the part. In 2 years in MMA, has claimed the IMAF World Championship at amateur, and she is looking to make her mark in her pro debut in this 15,000-seat sold-out arena. Die ganze Familie ist da. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, was für ein Gefühl wird. Es ist eine Riesenkulisse. Adina hat es noch nie gemacht, ich habe es noch nie gemacht. Aber ich glaube, es wird mega cool. Hi, bei denen habe ich schon gefallen. Der ist sozusagen abrundet. Sehr aufgeregt, aber ich bin zuversichtlich, sie wird es auf jeden Fall holen. Für mich ist es auch mein Main-Event heute. Tonight, here she is. Listen to this. These steps could be the first steps of what might be one of the biggest rising stars in German sports, not just combat sports, but sports alone. A lot of eyes on this young lady. In 2 short years, she has worked herself to a 5-0 amateur record, which saw her claim the World Championship for the IMAF. Ja, es ist Wahnsinn, wenn man sich das mal anguckt. Sie hat ihren ersten Amateurkampf Ende 2023 gemacht. Ihren ersten Profikampf Anfang 2025. Also da sind gerade mal 1,5 Jahre dazwischen. Weil sie durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit schon so gewisse Vorschusslorbeeren bekommen hat, ist natürlich immer die Frage,
Halten diese Leute auch das, was sie versprechen? Oder ist es vielleicht überbewertet, unterbewertet? Bis sich die Käfigtür schließt, weiß man das nie. Oh, da kommt Šimkova mit der Schlaghand durch. Oh, schöne Kombination. Aufwachschelle. Ja, eigentlich bekomme ich die von meinem Coach davor. Jetzt habe ich sie von meiner Gegnerin bekommen. An 2 Schläge habe ich abbekommen, aber dann war ich 100% da. Da war aber so 90%. Versuch eines Wurfes von Šimkova und harte Knie von Dallaslan. Die letzten Sekunden in Runde 2. Wow. Ich hatte schon noch das Gefühl, dass in der Halle natürlich die Resonanz großartig war, viel Zuspruch von den Fans, was zusätzlich nochmal natürlich auf der einen Seite ein Faktor ist, der einem Kraft geben kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich ein großer Druck, der da auf deinen Schultern lastet. Aber Šimkova immer noch in dem Kampf drin. Kommt hier mit einer guten Kombination nach vorne und die ist jetzt deutlich offensiver als auch zu Beginn des Kampfes. In meinen Amateurkämpfen habe ich schon auch öfter mal Knie gesetzt, aber halt immer nur zum Körper. Da war ja zum Gesicht nie erlaubt nach Amateurregeln. Und als ich sie dann so am Cage hatte, dachte ich mir, warte mal, nicht gegen den Körper, du darfst auch gegen den Kopf schlagen. Und dann... Oh! Aber jetzt legt Dallaslan los. Harte Kniestöße und einer nach dem anderen. Dallaslan, wieder die lange Rechte. Oh, schöner linker Haken hinterher dieses Mal. Ist das der Anfang vom Ende? Es sieht fast danach aus. Šimkova ist jetzt angeklingelt. Die Knie sitzen und der Referee geht dazwischen. 1:0. Das Profidebüt von Alina Dallaslan in der 3. Runde durch TKO. Ganz geschmeidig. The winner by TKO coming from the red corner, Iron Fist, Alina Dallaslan. Alina! Aber ich glaube, die ganze Halle ist irgendwie durchgedreht, oder? Herzlich willkommen bei Octagon, Alina Dallaslan. Leute, was geht? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kam so von überall irgendwie was. War ein guter Kampf, geiler Kampf und die ist halt wirklich stark. Also im Stand ist sie besser als ich auf jeden Fall. Und ja, die hat die richtig zusammengeschlagen. Das war High Level und ich glaube, die wird es auch weit hinaus schaffen. Es war wie so ein Fiebertraum, der Tag. Wirklich, ich habe von der Seite zur Halle auf die andere Seite zur Halle teilweise eine Stunde gebraucht, dass ich wirklich so viele Leute schon von mir überzeugen konnte. Ja, die nachher wirklich Autogramme wollten, Fotos machen. Also nach dem ersten Kampf hätte ich einfach noch nicht so krass damit gerechnet. Das hat mich voll überrascht, aber auch richtig gefreut. Meine Eltern waren da, meine Geschwister waren da, Tante, Omas sogar. Also ich hätte mich am liebsten so in 1000 Teile irgendwie zerrissen, um halt wirklich alles mitzunehmen. Weil es war einfach, es war unbeschreiblich. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Wahnsinn einfach. Ne, hier, aber ich glaube, mein Knöchel und Kapsel gerissen oder so. Der hat die ganze Zeit irgendwas von meiner Nase gesagt, aber meine Nase ist super. Das war für den ersten Kampf von Alina die Vorbereitung für Octagon. Und jetzt geht's weiter zu Part 2. Das ist Beginning und hier ist Zerstörung. Nächster Kampf
Das ist erst der Anfang. Super.